Hallo, das ist schön, dass ihr da seid. Ich bin Richard und das ist mein kleines Glashaus. Und wie das alles im Detail aussieht, zeige ich euch jetzt. Kommt einfach mit. Schön, dass ihr da seid. Was ihr seht, ist ganz viel Glas und ganz wenig Wände. Hier sind wir schon eigentlich bei einem der schönsten Räume, bei dem Erker, wo wir gerne essen und wo wir auch Partys machen. Und der funktioniert deswegen, weil er sehr gut an den Garten angekoppelt ist. Ihr könnt euch ja mal vorstellen, wie das wäre, wenn der ganz normale Wände hätte, dann wäre er eigentlich viel zu klein. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel steht, merkt ihr ja, es gibt wahnsinnig viel Glas und das Glas geht auch über den Raum hinaus. Das ist für uns immer so eine Methode, die Räume auch optisch größer zu machen. Vorgefunden habe ich hier so zwei kleine Garagen, die früher die Handwerker benutzt haben, um ihr Material zu lagern. Man sieht, wir haben diese Wand einfach weggenommen und wir haben diese Stütze, die hier stand, haben wir durch einen Stahlrahmen ersetzt, sodass wir hier eine Nische einbauen konnten. Das Einzige, was wir jetzt hier noch eingefügt haben, ist eine Wand, weil da hinten dran in dem Vorderhaus die ganzen Küchen sind und die sind bei den WGs, die da drin sind, sehr belebt. Das war das Einzige, was mir wichtig war, dass wenn wir hier sitzen, dass nicht die ganzen Küchen hier reingucken können. Ich bin Architekt schon relativ lange, schon 30 Jahre. Und es ist schon für mich immer ungeheuer faszinierend gewesen, einfach Dinge auf ein Blatt Papier zu skizzieren. Und ein Jahr später leben da Menschen in diesen Räumen, die ich entworfen habe. Das ist das kleine Wohnzimmer. Da ich nun als Architekt nicht aus meiner Haut rauskam, habe ich natürlich hier auch sehr viele Möbel selbst entworfen. Zum Beispiel dieses Bücherregal. Da ist so mein Stolz, das ist der erste von mir entworfene Tisch aus den 2000ern. Wie ihr vielleicht seht, es gibt hier ein Vorn, ein Hinten, ein Innen und ein Außen und dieser Bügel, diese Konstruktion nimmt das sozusagen auf. Dann natürlich sehr dekorativ. Ich bin ein großer Freund der analogen Fotografie. Das sind also auch alles sehr betagte Kameras, bis auf diese digitale. Und das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Was natürlich auffällt über dem Klavier sind diese 4 Bilder, dieses Ensemble. Das habe ich witzigerweise bei einer Ausstellung hier in Darmstadt vor über 10 Jahren entdeckt. Und als ich dann hier dieses Gebäude saniert habe oder umgebaut habe, fielen die mir wieder ein, weil die wirklich mit ihren Farben doch sehr, sehr gut in dieses ganze Ensemble passen. Das heißt hier dieses Rot von den Ziegelsteinen, das Schwarz hier von dem Klavier und dieses gebrochene Weiß taucht in der Decke wieder auf. Mein Eindruck war irgendwie, es sieht so aus, als ob die Bilder für diese Umgebung gemalt worden wären. Diese Backsteinwand ist sehr charakteristisch und die Decke auch. Und deswegen haben wir beide Elemente eigentlich versucht zu erhalten. Wir haben die Backsteine wieder ein bisschen sauber gemacht und wir haben das Tragsystem ein bisschen angepasst. Aber ansonsten sind die Elemente noch so, weil sie einfach diesen Raum prägen. Ein Dialog zwischen dem, was ich vorfinde und dem, was ich mache. Also ich möchte nicht gegen den Ort arbeiten, sondern ich möchte mit dem Ort arbeiten. Ja, was wir hier haben, ist ein Familienfoto der etwas besonderen Art. Das sind meine beiden Kinder und ich. Das ist in einem Aufzug in New York entstanden. Ein ungewöhnliches Bild, aber es gefällt mir sehr gut, weil alle irgendwie nicht so diese typische Strahlen von so gestellten Familienfotos haben. Jetzt landen wir da, wo immer alle Partys enden, in der Küche.
gibt in der Zeile, was man so hat, den Backofen, ein Induktionsfeld und die Spülmaschine. Und hier ist so mein Spielfeld, also wo ich die Sachen zusammensetze, wo ich noch einen kleinen Gasherd habe. Vielleicht was auffällt, dass die Küchenarbeitsplatte eine rohe Stahlplatte ist. Das ist so ein bisschen die Reminiszenz an diese ganzen anderen Materialien, die hier im Bestand noch waren. Diese Platte hat eine schöne Patina bekommen, sie funktioniert und sie hat auch noch den Vorteil, dass ich meine kleine Gasflasche hier unten mit dem Magneten anflanschen kann. Ich meine, nach dieser Frage, warum das eine Stahlplatte ist, stellen die meisten, die zum ersten Mal hier sind, die Frage, ja, wie kann denn das gehen mit so wenig Schränken und so wenig Arbeitsplatz und so. Und ein befreundeter Koch hat mal gesagt, Richard, wenn du 5 Meter Arbeitsfläche hast, saust du auch 5 Meter ein. Wenn ich nur 1 Meter habe, dann muss ich mit dem 1 Meter auskommen und mich ein bisschen besser organisieren, aber dann muss ich auch nur 1 Meter aufräumen. Bevor wir jetzt nach oben gehen, zeige ich euch nochmal den wichtigsten Raum hier im Erdgeschoss, die Gästetoilette. Weil es aber sehr klein ist, ist es schön, dass dieser Raum nochmal oben durch diese Glasscheibe nochmal so ein bisschen eine Größe hat. Jetzt fehlt natürlich noch, wo ich schlafe, wo ich arbeite und wo ich dusche. Und deswegen gehen wir jetzt mal zusammen nach oben. Bleiben aber noch mal kurz bei der wichtigsten Person, die es hier gibt, stehen. Mein kleiner Wächter. Das ist eine Grabbeigabe aus der chinesischen Tang-Dynastie, so ungefähr so 600-700 nach Christi. Und der hat also 1000 Jahre auf irgendjemand aufgepasst. Und jetzt hoffe ich, dass er gut auf mich aufpasst und meine Gäste. Ja, und hier sind wir jetzt schon mitten im sogenannten neuen Teil. Das ist also der Teil, der von mir nachträglich oben drauf gesetzt wurde. Der Arbeitsplatz ist natürlich schon für mich immer wieder ein echtes Highlight, weil ich natürlich das Gefühl habe, dass ich hier mitten in den Bäumen drin sitze. Deswegen ist das auch mit diesem Glas rundherum so schön, wie das auch unten im Essbereich ist. Und auch hier hast du im Prinzip wieder das Thema, dass du siehst, dass die Fassade nach unten durchgeht. Es ist also wirklich eine viel großzügigere Angelegenheit, als wenn wir jetzt nur einen Erker hätten mit einem kleinen Fenster drin. Und funktionieren tut es sehr gut. Man wird vielleicht abgelenkt, wenn die Nachbarn kommen, aber dann winkt man und manchmal kommt einer auf einen Kaffee rein oder so. Das ist eine schöne Sache. Hier oben ist alles neu und bei allem neu stellt sich natürlich immer die Frage, was kostet das letzten Endes alles? Man kann ja sagen, okay, unten das war da, oben das ist neu und es hat jetzt so round 150.000 € gekostet. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass ich schon 30 Jahre mit den gleichen Handwerkern arbeite und sicher nicht die schlechtesten Preise bekomme. Dann gehen wir weiter. Das ist so mein Multifunktionsmöbel. Das heißt, da sind Teile von meinen Klamotten drin, teilweise auch Zeichensachen. Die Schreibmaschine, die ich immer noch ganz gern benutze. Und da hinten dran ist mein Bett. Und das ist wirklich so ein Gefühl, auch durch diese halbtransparenten Vorhänge, dass man das Gefühl hat, morgens in so einer Art Baumhaus aufzuwachen. Du liegst da auf diesem flachen Tatami-Bett und guckst nach oben und siehst die Baumwipfel. Dann habe ich euch ja versprochen, dass ich euch auch noch zeige, wo ich dusche. Hier ist mein kleines Minibad. Ich glaube, wenn ihr euch vielleicht
dann mal hier reinstellt und euch mal versucht vorzustellen, wie dieser Raum wirken würde, wenn das jetzt alles konventionelle Wände wären mit einer Tür drin, dann wird, glaube ich, schon deutlich, dass so ganz kleine Räume nicht funktionieren, wenn man sich nicht Gedanken macht über eine Transparenz oder wie man eine Großzügigkeit herstellen kann. Die andere Seite von dem Haus, den Garten, zeige ich euch jetzt. Hier sind wir jetzt auch schon in meinem kleinen Garten und hier kommt mein Sohn Nikolas ins Spiel. Ihr müsst euch das vorstellen, das war hier alles Schotter und es war ein Stacheldraht und keine einzige Pflanze. So als zentrales Element hat Nico eine Wasserfläche vorgesehen, weil Wasser einfach optisch alles vergrößert. Das heißt, 1 Quadratmeter Wasser wirkt viel größer als 1 Quadratmeter zum Beispiel Rasen. Zusammen mit der Offenheit in dieses kleine Wäldchen macht einfach aus dieser Fläche viel mehr, als sie eigentlich an Quadratmetern hergibt. Wir haben Fische da drin. Was ich euch vielleicht hier an der kleinen Terrasse zeigen kann, ist, dass sich das Gebäude doch sehr stark mit dem Garten und auch mit dem Außen verzahnt. Das heißt, es geht ziemlich fließend vom Wohnzimmer, vom Esszimmer über so eine Terrasse hin in den Garten, hin in die anderen Grünflächen und alle Teile kommunizieren miteinander. Wenn ihr genau guckt, seht ihr, dass wir hier draußen und auch da drin die gleichen Lampen verwenden. Das heißt, wenn die Lampen an sind und ihr schaut euch das von draußen an, dass so ein bisschen ein Spiel damit ist, was ist draußen, was ist drin. Das ist im Bestand ja so oft, dass es kein Wunschkonzert ist. Die Räume sind so groß, wie sie sind. Und das ist für mich auch schon immer als Architekt der Anspruch gewesen, aus dieser Situation die schönste Lösung rauszufinden. Das ist einfach eine schöne Atmosphäre. Das war die Roomtour durch mein kleines Glashaus. Es hat mich gefreut, dass ich euch jetzt zeigen könnte. Und wenn ihr noch mehr Roomtouren sehen wollt, klickt hier und abonniert den Kanal. Ciao!